Wir sind unterwegs in Indonesien, auf der Insel Sulawesi, früher Celebes. Sulawesi ist vulkanischen Ursprungs und liegt auf Äquatorhöhe zwischen Borneo und Neuguinea. Es ist eine der artenreichsten Regionen der Welt. Im Landeanflug auf den Flughafen von Manado ist im Hintergrund die 20 Kilometer nordwestlich gelegene Insel Manado Tua zu sehen. Diese Insel besteht aus einem erloschenen Vulkan, der über 800 Meter hoch aus der hier fast 1600 Meter tiefen Celebessee herausragt. Sie liegt im Bunaken Marine Nationalpark, der durch seine beeindruckende Unterwasserlandschaft Taucher aus der ganzen Welt anzieht. Auch für Naturliebhaber und Abenteurer ist Sulawesi ein ganz besonderer Flecken Erde. Nirgendwo sonst gibt es mehr endemische Arten. Arten, die es nur in einer bestimmten, klar abgegrenzten Umgebung auf der Erde gibt. Zum Beispiel der schwarze Schopfmakake, Macaque nigra oder, wie ihn die Einheimischen nennen, der Yaki. Diese Makakenart findet man ausschließlich in Nord-Sulawesi und auf seinen vorgelagerten Inseln. Es ist eine eher kleine Makakenart, ohne Schwanz, mit einem sehr ausdrucksstarken und unbehaarten Gesicht. Die manchmal irokesenhafte Frisur verleiht ihm ein freches Aussehen. Selamatkan Yaki ist eine Organisation, die es sich zur Mission gemacht hat, den Yaki zu schützen. Selamatkan Yaki, auf Indonesisch, rettet den Yaki. Harry Hilser, der Field Program Manager von Selamatkan Yaki. There's been a lot of research since the 1970s on the numbers, and it's been recognized that since the first surveys, there's been really dramatic population declines. So, depending on the type of research that we look at, it can be as high as over 80% population declines in around 30 to 40 years. So that essentially means that they're becoming extinct at a really fast rate. And the IUCN, the International Union for the Conservation of Nature, they classify the species now as critically endangered due to these population declines, which means that that's the first step before being extinct. We want people to be proud of this unique biodiversity in North Sulawesi and proud of these amazing species that are here and actually recognize that they can't carry on hunting and continuing these threats. Selamatkan Yaki will aufklären und ein Bewusstsein für diese einzigartige Spezies schaffen. Für die Einheimischen sind diese Affen in erster Linie Konkurrenten und Räuber, die die mühevoll angelegten Gärten und Plantagen plündern. Im Minahasa-Hochland gelten sie als eine Delikatesse, werden gejagt und illegal gehandelt. Mit einem Umfang von nur 12 Kilometern ist die Insel Manado Tua sehr klein. Die ca. 3200 Einwohner verteilen sich auf 4 Hauptdörfer, die an der Küste liegen. Nur hier leben Affen und Menschen so dicht beieinander. Wobei es noch gar nicht sicher ist, ob es sich hier überhaupt um die Macaque nigra handelt. Harry Hilser war nicht überzeugt, dass diese Spezies auf Manado Tua zu finden ist. Wir möchten die Menschen auf dieser Insel kennen und verstehen lernen. Michael Leitzinger spricht Indonesisch und bereist dieses riesige Land schon seit vielen Jahren. Das macht es uns leicht, ins Gespräch zu kommen. Anders als in der Hauptstadt Manado haben sie ihre Wurzeln im nördlich gelegenen Sangier-Archipel. Auf die Frage nach den Affen erzählen sie bereitwillig. Und offenbar hatte jeder hier schon direkten Kontakt mit den Yakis. Obwohl die Bewohner fast zu 100% protestantisch sind, für ein muslimisches Land wie Indonesien eher ungewöhnlich, ist der Glaube an Geister und Mystik doch allgegenwärtig.
Dies wird gerade im Umgang mit den Affen sehr deutlich. Obwohl ihnen teilweise großer Schaden durch die Yakis entsteht, ist der Respekt gegenüber dieser Kreatur deutlich spürbar. Jetzt habe ich die Kinder mal gefragt und die haben gesagt, ja, sie haben schon Affen gesehen. Da hinten war mal einer gewesen und weiter oben. Auch erzählt man uns, dass sich die Yakis bis vor ein paar Jahren sogar bis zu den Stränden vorgewagt haben. Seit Generationen leben die Bewohner vor allem von der Fischerei. Aber auch Kokospalmen und kleinen, in Handarbeit angelegten Gärten, in denen Süßkartoffeln, Bananen und Gemüse wachsen. Der über 800 Meter hohe Vulkankegel bietet dafür nicht gerade die besten Voraussetzungen. Der Boden ist sehr fruchtbar, aber das Land überall steil und unwegsam. Es gibt keine Quellen auf der Insel, man ist auf natürliche Niederschläge angewiesen, aber durch das ganzjährig feuchttropische Klima ist dies zum Glück kein Problem. Der dichte, fast undurchdringliche Wald bis hinauf zum Gipfel ist der Lebensraum der Yakis. Und so treffen Mensch und Affe in den Gärten und Plantagen aufeinander. Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich Mensch und Affe hier nicht gerade auf eine besonders freundschaftliche Art und Weise begegnen. Wir besuchen die Gärten und hoffen, den einen oder anderen Yaki vor die Kamera zu bekommen. Die ersten Zäune hier. Motorsägengeräusche. Gärten müssen nah sein. Oh, ist das anstrengend hier. Hier hinten ist jemand. Ganz versteckt hinter den Pflanzen. Hallo. Hallo Ibu. Mal schauen, wo die Frau ist. Man sieht sie kaum, man hört nur die Stimmen. Hinter diesen riesigen Blättern versteckt. Ah, Ibu. Selamat siang. Panas. Heute ist richtig heiß. Ja. Naik ke atas, sudah di atas. Okay, terima kasih. Ja? Ja, istirahat. So. Die Gärten, von denen wir gesprochen haben, sind nicht mehr weit. Zum Glück. Ach, mein T-Shirt total verschwitzt. Und ich brauche langsam was zum Trinken. Terima kasih. Ja, jetzt haben wir eines unserer Ziele erreicht, einen recht großen Garten. Das muss auch sehr mühselig sein, den hier alles anzubauen. Sehr steil, bis erstmal alles gerodet ist, bis die Fläche freigeschlagen ist, bis die einzelnen Pflanzen gesetzt sind. Harte Knochenarbeit und alles per Hand, mit kleinen Schaufeln, mit Hacken. Da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die Leute nicht erfreut sind, wenn die Affen an ihre Früchte, an ihre Ernte gehen. Aber von denen ist hier weit und breit nichts zu sehen. Ich probiere schon welche in den Gipfeln zu entdecken, aber so einfach wird das auch nicht sein. Ja, schauen, ich habe menschliche Stimmen gehört. Nochmal etwas weiter absteigen. Vielleicht haben wir Glück und können mehr erfahren. Schnell merken wir, dass es bei diesem Klima kein Spaziergang ist, zu den Gärten aufzusteigen. Wenn wir Affen aufspüren möchten, wird wesentlich mehr Zeit und Geduld nötig sein. Ada orang? Di mana? Di bawah? Oh, halo. Halo. Jalan di mana? Jalan di mana? Ah, ja, mal probieren. Ist nicht so einfach. Die sagt, ich soll hier irgendwo runtergehen. Leichter gesagt als getan. Alles sehr, sehr steil.
Wir haben uns entschlossen, eine Expedition auf den über 800 Meter hohen Gipfel zu starten. Um eine Chance zu bekommen, die Yakis zu finden, wollen wir oben ein Lager aufschlagen und übernachten. Für den Transport der Ausrüstung, Essen und Wasser brauchen wir Hilfe. Einheimische als Träger zu finden, kein größeres Problem. Aber mit uns übernachten möchte dort oben keiner. Zu groß ist die Angst vor Geistern und Schlangen auf dem Gipfel. Wir einigen uns, dass sie wieder absteigen und uns am nächsten Tag abholen. So, der große Tag ist gekommen. Wir werden heute den Mauna Lotua Berg besteigen, den Gipfel mit einer Höhe von 822 Metern. Wir starten auf Meeresspiegelhöhe und mit dabei ist heute Sophie Bader, eine Spezialistin, was die Yakis angeht. Und ich denke mal, wir werden noch viel mehr über diese bedrohte Tierart erfahren von ihr. Auf geht's, Sophie! Mehr als 800 Höhenmeter sind auf einer Wegstrecke von nur 3,5 Kilometer in tropischer Hitze und auf rutschigem Untergrund zu bewältigen. Unsere Träger laufen in Flipflops oder barfuß. Für europäische Füße unvorstellbar. So, jetzt haben wir eine Höhe von 625 erreicht, noch gute 200 Höhenmeter, die vor uns liegen. Aber wenn du dich mal hier umschaust, schon ganz eine andere Vegetation als unten. Keine Kokospalmen mehr, die Bäume stehen weiter auseinander, Buschwerk und hier ein mächtiger Urwaldriese. Auf dem Gipfel angekommen ist die Höhe deutlich zu spüren. Es sind 25 Grad, die im Vergleich zu den weit über 30 Grad auf Meereshöhe sehr angenehm sind. So, Sophie, der anstrengende Teil ist ja jetzt hinter uns. Ja, Camp ist aufgebaut, alles eingerichtet. endlich sind wir angekommen. Ja. Was meinst du denn, haben wir heute noch Chancen, die Yakis zu sehen? Ja, wird kritisch wahrscheinlich. Warum? Die sind tagaktiv Ja. und werden sich wahrscheinlich so langsam zum Schlafplatz zurückgeben. Also vermutlich essen sie im Moment noch, Okay. aber werden bald sich groomen, also sich kämmen oder sich ja. zurecht machen und Okay. dann gehen sie schlafen. Ja. Während sich die Affen lausen und schlafen gehen, machen wir ein Lagerfeuer und warten auf die Dunkelheit. So, Sophie, jetzt musst du mir mal verraten, was muss man eigentlich studieren, um hier ein Praktikum zu machen? Also ich studiere in Holland. Ja. Ich studiere Tiermanagement und dann kann man Hauptfächer wählen. Und Ja. ich habe das Hauptfach Wildlife Management. Das Praktikum jetzt heißt Orientationstage, also Orientationspraktikum. Und darum geht es eben auch darum, um sich zu orientieren, in welchem Feld man gerne arbeiten will oder ob Feldarbeit was für einen ist. Das oder- heißt, du fängst ein Studium an, Wildlife Management. Kann man das jetzt nur in Holland studieren, weil du sagst, du bist nach Holland gegangen, um das zu studieren? Wird das in Deutschland noch nicht angeboten? Nein, also in Deutschland wird es leider gar nicht angeboten. In England wird es angeboten, in Amerika und in Schweden glaube ich auch und in Norwegen. Nachts ist der tropische Bergregenwald mindestens so aktiv wie am Tag. Auf der Suche nach Schlangen oder anderen interessanten Tieren erforschen wir das Unterholz. Das ist nicht ungefährlich. Überall spitze Dornen und unter jedem Zweig könnte sich ein giftiges Tier verstecken. Dahinter. Also hier ist sie jetzt Eine Gottesanbeterin.
Zwischen den Blättern ist sie fast nicht zu erkennen. Ihre Tarnung ist perfekt. Oh ja, hier, guck mal, hier. Guck mal her. Oh, cool. Das ist nett. Die ist aber hübsch. Eine Raupe. Sie schützt sich mit einer Verkleidungstaktik gegen Fressfeinde. Auf den ersten Blick sieht es aus wie der Kopf einer Schlange. Dies nennt man Mimikrie. Und dann der wohl dramatischste Fund der Nacht, ein riesiger Hundertfüßer. Normalerweise werden diese aggressiven und giftigen Räuber 25 bis 28 cm groß. Unser Exemplar ist über 40 cm lang. Wahnsinn. Sieht auch nicht gut aus, alles feucht hier oben. Die Nacht war angenehm kühl. Und obwohl es nicht geregnet hat, lässt sich das Lagerfeuer nicht mehr anzünden. Das Holz ist zu feucht. Plötzlich ein Rascheln in den Baumwipfeln. Die Bäume biegen sich. Und auf einmal sind sie da. Die Yakis. Ich habe ja schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass wir die Yakis sehen. Sind sie aktiv? Sie klettern in den Bäumen rum, suchen nach Essbahn. Aber momentan sind wir viel interessanter. Ganz aufmerksam beobachten sie uns. Ich sehe ein recht großes, das wird das Alpha-Männchen sein. Und mehrere kleinere, die Weibchen. Und die Jungen sind auch mit dabei. Interessant, wie nah sie an einen rankommen, wie nah sie einen ranlassen. Es handelt sich ja hier um wilde, nicht an Menschen gewöhnte Schopfmakaken. Kann man gar nicht vergleichen mit denen im Tangkoko Nationalpark, die ständig von Rangern überwacht werden. Die Mühen unserer Expedition auf den Gipfel von Manado Tua haben sich gelohnt. Wir konnten beweisen, dass eine weitere Population der schwarzen Schopfmakaken noch relativ ungestört in den Wäldern der Insel lebt. Nun gilt es, diesen Lebensraum zu bewahren und die Affen zu schützen. Eine Aufgabe für Harry Hilser und seine Organisation Selamat Kanyaki. It's very difficult to fully understand, which is why in the future we would like to do greater, more comprehensive population survey estimates to really get a good picture of these population declines. So as for Manado Tua over here, you have in the background, yes. It's a really special case, a really interesting place because there's many islands surrounding North Sulawesi, and a lot of people say, there's monkeys here. Yeah. Because I've been working with Yaki, people go, oh yeah, I hear there's monkeys on Lembe or somewhere else, and they go, Manado Tua. Some people tell me there's no monkeys on Manado Tua. Now we know that there are population on Manado Tua, but what we'd really like to find out is how many there are, because as I hear all the way around Manado Tua is around 12 kilometers. Yes. So I'm not quite sure of the overall area of the forest which is available, which is something we would like to find out. But then we can actually work out what would be a viable population, how many are there, and if their population is thriving, if they're good for the future as well. So if they're seen on a regular basis, then I would assume there's probably several large groups, and these groups can be up to 80, just even to 100 individuals. So maybe on a daily basis we might see
a subgroup which is between 10 and 20 individuals, but later on they may come together to form a larger group. So there may well be several hundred monkeys on Monado Tua, and thus they would be, an important population for the species. So something, recognizing that Monado Tua could well be a very special area for these monkeys and the future survival of the species.